Ja, willkommen zur Podiumsdiskussion. Die jungen Wilden, Aufbruchsstimmung in der Robotik. Ich bin Patrick Schwarzkopf, Geschäftsführer vom VDMA-Fachverband Robotik und Automation. Wir sitzen in Frankfurt, haben etwa 350 Mitgliedsfirmen aus der Robotik und Automation. Aber darum geht es jetzt nicht. Ich begrüße erstmal die Podiumsteilnehmer. Und zwar Alexander Mühlens. Er ist ja Leiter des Geschäftsbereichs Automation, Technik und Robotik bei IGUS. Hallo, dann willkommen. Dann Christian Fenk, Chief Sales Officer von Robominds in München. Willkommen, Christian. Dann haben wir als dritten hier Marco Dutenstädter, der ist Vice President Sales bei Wandelbots. Dann Thomas Eckelt ist Senior Sales Manager von Fruitcore Robotics aus Konstanz, stimmt's? Genau, ja. Und last but not least Maximilian Mutschler, er ist Vice President Sales bei Micropsy Industries, Berlin, ja. So, diese vertretenen Firmen hier, ja, sie stehen alle par excellence, könnte man sagen, für die Aufbruchsstimmung, über die wir gesprochen haben in der Robotik. Also die Robotik wird somit ein gutes Stück, sagen wir mal, neu erfunden, neu gedacht. Und, aber worin besteht dann dieser Neuanfang? Also um was geht es denn da? Und da sehen wir 5 Haupttreiber oder Hauptthemen. Und die wollen wir uns heute in dieser Podiumsdiskussion mal näher ansehen. Ja. Das erste Thema könnte man beschreiben mit Ease of Use, Robotik für alle oder Stichwort Demokratisierung der Robotik. Das zweite, die Erweiterung von Fähigkeiten, dass man Robotern Dinge beibringt, die sie bislang noch nicht so gut können oder Mensch vielleicht bislang das besser kann, der Roboter noch ein bisschen was lernen muss, bringen wir ihm bei. Der dritte Faktor ist auch sehr wichtig, Low-Cost-Robotik. Also Roboter, die sich einfach deshalb neue Märkte erschließen, weil es eben wirtschaftlich möglich ist, wenn die Roboter entsprechend günstig sind. Das vierte Thema, wo wir nochmal reingehen wollen, sind sowas wie Plattformen, Baukastensysteme, Konfiguratoren. Ihr seht schon, die Themen hängen so ein bisschen zusammen, aber dass man sich selber einen Roboter selber zusammenstellen kann und das alles irgendwie zusammenpasst. Und als Abschlussthema, wenn wir es noch schaffen zeitlich, so eine kleine Vision für die Zukunft der Arbeit. Das wollen wir noch mal ein bisschen uns anschauen. So, jetzt wollen wir den Firmen die Gelegenheit geben, ihren Ansatz vorzustellen. Also was macht mein Unternehmen aus? Was machen wir anders als alle anderen? Und das mal in 3 Minuten Pitches zu machen. Und dafür habe ich eine 3 Minuten Eieruhr. Insofern haben wir ein bisschen Timeboxing, was wir machen. Und ich fange jetzt mal an mit, wir können ja mal so ein bisschen unterschiedlich machen, fangen wir an mit Wandelbots, Marco Dutenstädter. Und wir fangen mal mit einem Satz an, den ich dich bitte zu vervollständigen. Und dieser Satz lautet, die Robotik von morgen wird gestalten, wer? Ganz einfach, Wandelbots. Okay. Okay, du hast 3 Minuten, zeig uns, was Wandelbots macht. Ja, Wandelbots bietet eine universelle Roboterplattform, die es erlaubt, jegliche Art von Herstellern und Robotermodelle auf die einfachste Art und Weise zu programmieren, beziehungsweise gar nicht mehr programmieren zu müssen, sondern durch die Mensch-Maschinen-Interaktion, die eben meistens geprägt ist von Vormachen, Demonstrieren, über diese Art und Weise in Form von Code hinten raus bereitzustellen für jegliche Art von Robotern. Das heißt, hier geht es um Vormachen statt Programmieren und dann eben auch, wir wissen es alle, es gibt eine Menge von Prozessexperten, jemand, der genau weiß, wie muss man schweißen, wie muss man lackieren, insbesondere bei manuellen Prozessen, hat es über Jahre hinweg gut gelernt. Und jetzt geht es darum, wie schafft es diese Person über die einfachste Art und Weise, dieses Know-how an Roboter zu übermitteln. Und da sind wir, die Softwarefirma, bieten die nötige Plattform, Services und auch Lösungen an, um das zu tun.
Vielen Dank, das war sogar wesentlich kürzer als 3 Minuten. Sehr gut. Die Elevator Pitches, die sitzen. Sehr gut. So, dann kommen wir zum nächsten Eingangsstatement. Das ist das Eingangsstatement von Thomas Eckels, Fruitcore Robotics. Hier geht es um den Horst. Steht für Highly Optimized Robotic System Technology. Und ich glaube, ihr habt einen Einstiegspreis für unter 10.000 Euro, Genau, Komplettsystem. 9.995 Fangen wir Euro. wieder mit dem Satz an, die Robotik von morgen wird gestalten, wer? Ja, neben einem schönen Ease of Use ja, eine gesamte Roboterplattform bereitstellt. Das heißt, ja, neben dem ganzen Integratoren-Business den Endanwender mitnimmt auf der ganzen Reise. Es gibt heute eine ganze Menge an Softwareherstellern, es gibt Komponentenhersteller, es gibt eine Menge Integratoren, aber eigentlich kann das nur der Roboterhersteller bereitstellen. Das heißt, ja, den ganzheitlichen Ansatz bereitstellen, um ja, sehr, sehr einfach zu automatisieren, damit Automatisierungspotenziale zu erschließen, die man heutzutage wirtschaftlich noch gar nicht erschließen kann. Die klassischen Industrieroboter, ich nenne sie immer Gorilla im Käfig, schnell, präzise, aber komplex zu programmieren und damit sehr, sehr teuer für den Endanwender auf der einen Seite. Auf der anderen Seite Cobots, die sind vom Ease of Use natürlich sehr, sehr gut, haben aber ganz klar den Nachteil der Industriefähigkeit, die da nicht gegeben ist. Und da setzt Fruitcore Robotics an, genauer gesagt unser Robotersystem Horst. Wir möchten ja, jeden Tag daran arbeiten, dass Robotik für jedermann zugänglich wird, das nicht nur im Bereich ja, des Standardprodukts, sondern applikationsgetrieben. Und wie schaffen wir das? Indem wir eine sehr, sehr kostenoptimierte Hardware bereitstellen, die aber nicht weniger schlecht ist als die der Industrieroboter und auf der anderen Seite den Ease of Use vom Cobot bereitstellen. Und dann aber die Integratoren und auch Komponentenhersteller mitnehmen, dass die in unserem Robotik-Framework ja, die Gelegenheit haben, eigene Lösungen zu entwickeln, dem Endkunden einen Mehrwert zu bieten. Und wir freuen uns, dass wir heute hier sein dürfen und ich freue mich, dass wir heute schon über die Robotik von morgen sprechen können. Vielen Dank, Thomas. Dann geht es weiter mit Christian Fenk von RoboMinds. Also bei RoboMinds aus München liegt ja der Fokus doch sehr stark auf KI, Machine Learning. Und das will man nutzen, um damit eine neue Ära in der Robotik einzuleiten. Genau. So, die Robotik von morgen wird gestalten, wer? Ein wunderbarer Satz, bevor ich den vollende, oder wie soll ich das beschreiben? Die Robotik von morgen wird nicht nur gestalten Unternehmen, wie wir es sind, die jungen Wilden. Ich meine, es ist toll, mit 5 so Tanzbeinen hier auf einer Bühne zu stehen. Die Robotik von morgen wird gestalten, wir können nur ein Tool jemand an die Hand geben. Die Robotik von morgen wird gestalten von genau den Menschen, die heute hier sind und sich über neue Themen informieren. Was wir machen können, ist, wir können Roboter schlau machen mit Hilfe von KI, wir können Prozesse optimieren, wir können Werkzeuge in die Hand geben und es ist unsere Aufgabe, komplexe Themen zu vereinfachen. Aber die Zukunft oder der Robotik wird gestaltet vom Anwender, von den Leuten da draußen und eben von denen, die interessiert sind und sagen, hey, es ist Freitag, ich könnte irgendwo hinfahren, nein, ich komme zum Robotics Festival und informiere mich über genau das. Und ich bin echt froh, dass sowas wie hier heute stattfindet und ich bin echt froh, dass ich mit Kollegen wie hier sind, die endlich alle wieder live zu sehen. Das ist auch schon eine Weile her. Und ich finde es toll, was für Spirit hier ist, dass es alles so ja, wie eine große Familie ist. Und genau das macht es aus und ich finde, das ist der Keim, um da die Zukunft der Robotik gestalten zu können, gemeinsam. Eine Zwischenfrage noch von mir. Also ihr macht viel mit Kommissionieren, mit Griff in die Kiste, Bildverarbeitung. Wenn du darüber noch was uns erzählen könntest? Der Clou bei unserem System ist, wir wollen Roboter schlau machen. Das hört sich jetzt trivial an. Die Besonderheit dabei ist, wir wollen es nicht nur schlau machen, sondern einfach machen. Das bedeutet, wir können voller Stolz behaupten, nach 4 Wochen Lieferzeit kommt zu dir nach Hause eine Schachtel, du machst die Schachtel auf und nach 90 Minuten kann der Roboter Bauteile aus einer Kiste greifen. Die wurden nicht eingelernt, die wurden nicht angeteacht, das kriegt man selber hin. Das System ist zwar hochkomplex in sich, aber ist so weit vereinfacht, dass tatsächlich jeder das hinbekommt. Und genau das sind wir und da sitzen wir an. Vielen Dank. Dann kommen wir zu Alexander Mühlens von IGUS. IGUS ist jetzt kein Startup in dem Sinn, ja, sondern schon ein sehr etabliertes Unternehmen, aber als Spezialist für Hochleistungspolymere für Bewegung bekannt oder Motion Plastics. Aber die Robotersparte, die ist noch relativ jung, stimmt's? Insofern so eine Art Startup im
etablierten Unternehmen, das du ja auch verantwortest. Und die Robotik von morgen wird gestalten wer? Wer sowohl auf der Hardware-Seite als auch auf der Integrationsseite die Automatisierung und die Robotik in der Zukunft erschwinglich macht. Und da sind wir als Egos ganz stark der Meinung, dass es dafür uns alle braucht. Ja? Also Kollegen, die sich mit KI auf Vision-Systeme um ganz clevere Lösungen kümmern, die Bin-Picking, Applikationen, die immer noch zu einer der schwersten Applikationen im Jahr 2020 gehören. Kollegen und Kolleginnen natürlich, die hier in Dresden sich gedacht haben, Mensch, ich baue einen Stift einfach ein, was kann jeder Mensch bedienen? Einen Stift kann jeder Mensch bedienen, also müssen wir den Stift als Vehikel dazu nutzen, den Roboter zu trainieren, voranzubringen. Oder auch Kollegen, die sagen, wir gehen genau dazwischen, also wir machen den Horst, ja, ist auch ein super Name einfach, ich muss immer noch schmunzeln, auch nach den Jahren, der irgendwo genau dazwischen ist, zwischen einem Cobot und industriellen Roboter, der so häufig in industriellen Betrieben benutzt wird. IGUS selber ist Motion Plastic Spezialist, wie du es gerade schon gesagt hast. Das heißt, wir kümmern uns darum, geschmierte metallische Bauteile in Bewegung aus Kunststoff zu erstellen. In Perversion bedeutet das, dass wir Roboterkomponenten zusammenbauen, beziehungsweise komplett Robotersysteme aufbauen. Unser Hebel kann es nur sein, an den erschwinglichen, durch die Kunststofftechnologie erschwinglichen Beschaffungskosten des Roboters zu schrauben und Software einfach, Ease of Use, haben wir tausendmal gehört jetzt schon, ja, Software einfach zu gestalten, sodass jedermann, das ist ganz, ganz wichtig, wir sprechen von Excel-Programmierern der Welt, also die Leute, die im Büro sitzen und Excel-Tabellen programmieren können, das ist unser Klientel, das wir ansprechen wollen. Also ich könnte es auch. Genau, auf jeden Fall. Für was heißt? Überqualifiziert auf jeden Fall. Aber dazu brauchen wir euch alle, dazu brauchen wir Events wie das hier, Podiumsdiskussionen wie diese hier und ich freue mich auf die nächsten Minuten. Danke. Motion Plastics kann man sich so vorstellen, dass auch ein Robotergetriebe, die Zahnräder aus Kunststoff sein können? Genau, also unsere Wellgetriebe sind aus Kunststoff. Das ist keine Magic, die da drin ist, die wir schaffen in Köln da rein zu projizieren, sondern das sind ganz, ganz viele Tests, die wir vornehmen müssen. Und können dann quasi die beste Mischung für die Lebensdauer dieses Wellgetriebes vorhersagen und halt berechenbar machen. Okay. Ja, das sind wir durch mit der Einstiegsrunde. Ich glaube, jetzt haben wir einen Überblick. Entschuldigung. Oh dear, oh dear, oh dear, oh dear. Vor lauter. Maximilian Mutsch. Sorry. Also, Micropsy. Und bevor wir einsteigen, also bei Micropsy geht es auch um KI. Und Machine Learning. Ich erwarte 2 Sanduhren Zeit. Ja. Also. Und vor allem das sehr, sehr einfache Teachen auch von Robotern. Ne? Und eine Robotik, die sich selbst quasi an Veränderungen anpasst. Was völlig Neues ist. Ich habe es gesehen in Berlin und dann fangen wir auch bei dir mit der Einstiegsfrage an. Die Robotik von morgen wird gestalten wer? Also es ist schon sehr, sehr viel Gutes gesagt worden. Von daher will ich eigentlich nur noch vielleicht 2 Komponenten dazufügen. Also die Robotik von morgen wird gestalten wer? Die Roboter befähigt, eben mit Sensoren auf ihre Umgebung durch maschinelles Lernen in Echtzeit reagieren zu können. Und das ist nochmal ein großer Punkt, den ich hinzufügen möchte, ist diese Echtzeitsteuerung oder die Echtzeitfähigkeit. Wir alle vertriebsgetriebene Menschen hier auf der Bühne denken natürlich auch dran, wie können wir im nächsten Jahr oder in den nächsten Monaten unsere Systeme absetzen. Ich will aber vielleicht nochmal eine Vision aufzeigen und da denken wir oder wir kennen alle vielleicht aus Filmen, aus Zukunftsvisionen, wie sieht die Robotik von morgen wirklich aus? Und mit morgen meine ich jetzt nicht nächstes Jahr, sondern wirklich die Zukunft. Und dann denken wir wahrscheinlich alle an irgendwie Roboter, die die Alten pflegen, Roboter, die den Abwasch machen, den Haushalt erledigen, Roboter, die vielleicht ein Raumschiff Enterprise steuern im Sinne von Commander Data. Und wenn wir uns das vor Augen führen, dann wird eigentlich sehr, sehr klar, das Ganze kann nicht programmiert sein. Also diese Roboter können nicht programmiert sein auf ihre Tätigkeit, sondern die müssen in Echtzeit reagieren. Und eine Möglichkeit, anstatt zu programmieren, ist eben das Training, um Roboter eben zu trainieren. Und das ist auch ein Ansatz, den Micropsy Industries verfolgt. Daher vielleicht noch 2 Worte zum Unternehmen. Wir sind ein Unternehmen, der Robotik oder was Robotik und KI zusammenführt. Wir sitzen in Berlin, haben ca. 40 Mitarbeiter und worauf wir uns fokussieren, ist eben, dass wir Handarbeitsplätze automatisieren, hauptsächlich. Ja, also
Diese KI ist entwickelt worden und dann wurde im Endeffekt erstmal geschaut, okay, warum automatisieren gewisse Unternehmen nicht? Und da kommen immer wieder natürlich die typischen Schlagworte auf. Ja, wir haben zu viele Varianzen, das ist zu komplex, das ist nicht wirtschaftlich oder es ist überhaupt nicht möglich. Und genau da setzen wir an eben und trainieren Roboter. Wie das funktioniert, kann ich gerne noch mal im Nachgang erklären. Aber wir trainieren Roboter eben darauf, dass sie mit Varianzen umgehen können und das Ganze in Echtzeit. Das ist der Ansatz. Durch Input von einer Kamera, also als Sensorik. Und dann Supervised Learning als Machine Learning? Ja. Genau, also Imitation Learning, Supervised Learning, genau Okay. richtig. Also wir demonstrieren, da gibt es auch immer die Frage natürlich, warum nicht Reinforced Learning? Da gibt es Leute im Unternehmen, die können das viel besser beantworten als ich, aber eine Standardantwort ist einfach, wenn wir Reinforced Learning machen, dann müssen wir auch absichtlich immer wieder schlechte Prozesse, schlechte Ausführungen im Prozess einbauen und das ist ja eigentlich nicht gewünscht in der Produktion. Sondern die besseren. Vielen Dank. Sorry nochmal. Aber ihr habt aufgepasst, vielen Dank. Wenn ich einen Fehler mache, gerne eingreifen. Ja. Dann kommen wir zum ersten Thema, zum ersten Themenfeld, was wir als Ease of Use Robotik für alle beschrieben haben. Ja? Also das, glaube ich, kennen wir auch, dass die Firmen damit jetzt umgehen. Also es wird dann oft so postuliert, ja, ein Roboter soll so einfach zu programmieren oder zu bedienen sein wie ein iPhone. Das ist ein schönes Bild. Ne? Ist das wirklich realistisch oder ist es eher Marketing? Also, wer möchte rein? Ich würde die Antwort vielleicht gleich mal übernehmen und an der Stelle, ja, wir entwickeln eine industrielle Robotik-App und sind der beste Beweis, dass es möglich ist, über sehr einfache grafische Bedieneroberflächen, ähnlich wie Sie das kennen, wenn Sie bei Lieferando eine Pizza bestellen oder Sie sich bei Google Maps eine neue Navigationsroute anlegen, mit dieser Selbstverständlichkeit in die Lage kommen, Roboterarme unterschiedlichster Farbe, Couleur anzusteuern und zu programmieren. Jetzt kommt aber auch ja, aber, und da bin ich bei dir, wir sind verkaufsgetrieben, jetzt der realistische Teil dazu, der Teufel der Applikation liegt oft im Detail und da kommt dann diese Komplexität der Applikation, der dynamischen Umgebungen, der Endeffektoren, der Prozesse der Kunden hinzu und jetzt genau an dieser Stelle gilt es, durch genügend Daten, die erstmal erhoben werden müssen, genügend Kunden, die bereit sind, da explorativ die neuesten Technologien für die unterschiedlichsten Applikationen auch einzusetzen, das herauszufinden, was der Best Fit ist zwischen verfügbarer Technologie und Sinnhaftigkeit in der Anwendung. Und das geht eben nur gemeinsam, da bin ich auch wieder der Meinung. Und wir alle zahlen hier irgendwo ein, weil wir haben jeder für sich eine ganz tolle, smarte Lösung. Und das auch nochmal, um eine kleine Lanze zu brechen. Wir haben wirklich jetzt einen Paradigmenwechsel. Wir haben hier ein Game-Changing, wie es in den 90er Jahren vielleicht in der PC-Industrie war, wo plötzlich jeder einen PC bedienen und programmieren konnte. Und genau das steht uns jetzt davor. Wir sprechen alle von einer Verzehnfachung der Robotik in den nächsten 10 Jahren. Und das geht eben nur durch smarte Lösungen. Und da sind wir auf einem guten Weg. Und ja, wir dürfen alle uns darauf freuen, dass wir über Apps und so einfach wie möglich über die einfachsten Wege, und ich sage es nochmal, Wandelbots wandelt Körperbewegungen, Gedanken, Ideen, Prozesswissen auf die einfachste Art und Weise an Roboter. Machen wir mal eine Abstimmung, ist ja eine Ja-Nein-Frage. Ist es so möglich, so einen Roboter so einfach wie ein iPhone zu bedienen oder zu programmieren? Ja, nein. 1, 2, 3. Okay. Die sagen ja, also Alexander, woran liegt es noch? Ja, also das können wir nur so aus der Realität, aus den Feldern von tausenden von Applikationen sagen, der Teufel steckt da im Detail. Ich glaube, das Environment Roboter, Software und dann noch ein weiteres tolles Add-on zum Programmieren, das funktioniert jetzt schon sehr, sehr gut. Auch schon als wirkliche App auf Handys sehr, sehr gut. Aber das Detail ist dann nachher die Inverkehrbringung. Das heißt, die Safety. Sobald eine Vision mit dazukommt, wird es immer ein bisschen komplizierter. Ich glaube, als erster Schritt wäre es sehr, sehr wichtig, dass man sich sehr, sehr viele simple, gut zu multiplizierende Anwendungen einfallen lässt und über diese Anwendungen darüber skaliert und dadurch eine höhere Marktdurchdringung bekommt. Weil der Vergleich zu einer App in einem iPhone hinkt immer da, weil wir halt keine 30 Millionen oder wie viele iPhones es auf der Welt gibt, einfach auf der Welt haben und dann nicht so viel lernen können über Clouds, wie das diese diversen Firmen machen können.
Thomas Eckelt hat auch noch so ein bisschen gemacht. Thomas, Also warum? das ist, Woran liegt's? wir fahren ja wie viele andere auch mit unseren Robotern zu den Kunden und lassen den Kunden dann damit auch rumspielen. Das ist ganz einfach, von A nach B zu fahren und auch leichte Programme zu machen. Pick and Plays kriegen die Geschäftsführer, die noch nie vorher einen Roboter bedient haben, in 3 Minuten hin. Ja. Die können auch entsprechend dann Sachen manipulieren, aber wo es dann wirklich aufhört ist, wenn man da in die Tiefe geht. Und spätestens dann, was Alexander auch gesagt hat, wenn es die gesamte Applikation ist und dann man auf einmal aus diesem grafischen Baum dann schon, ich sag mal, ein sehr, sehr verzweigtes Netzwerk macht, dann wird es komplex und dann muss man halt auch da ansetzen und das tun, glaube ich, alle, die hier in der Runde sind, um es da auch dann in die Komplexität einfach zu machen. Und das kann man über Ease of Use schon tun, aber heute sind wir da in den Kinderschuhen noch und ich denke, da müssen wir gemeinsam daran arbeiten, dass wir in Zukunft da durchschlagskräftiger werden, was komplexe Applikationen angeht. Vielleicht ist das iPhone ja auch irgendwann veraltet und wer will dann noch auf so einer Touchscreen rumtippen, wenn man einfach was zeigen kann, ne? Oder? Wird wahrscheinlich Ja, Wandelbots absolut. auch so sehen. Ne? Grafische Programmierung, ja. Und ich nehme immer gerne das Beispiel, da leuchtet es jedem ein. Wir haben uns so einen Vacuum Cleaner für zu Hause besorgt und schneller als ich gucken konnte, war das Ding ausgepackt von meiner Frau, gelernte Bankkauffrau, programmiert mit Forbidden Zones, dass er nicht unter den Schreibtisch fährt, dass er nicht auf die bodenebene Terrasse nach draußen fährt. Und es waren echt komplexe Themen im Detail auch wieder. Auch bei uns gibt es Katzen, spielende Kinder, Gegenstände, die nicht eingesaugt werden dürfen. Und das ist der beste Beweis in der Commodity-Industrie oder im privaten Umfeld, dass Software eats Hardware, an diesem Begriff ist was dran, dass es heute schon möglich ist, durch modernste Software, Infrastruktur und am Ende UIs, also Bedieneroberflächen, es für jeden zugänglich zu machen, seine Prozesse, Applikationen, in dem Fall bei uns ein sauberes Zuhause, ein frisch gesaugtes Wohnzimmer, über die einfachste Art und Weise an Roboter anzulernen. Und das wird in der Industrie, im Zuge der Industrialisierung und Digitalisierung jetzt genau immer stärker hoffentlich Einzug finden und der Nutzen daraus gezogen werden. Ich möchte fast noch einen Schritt weitergehen und das Thema liegt einzig und allein daran, dass wir anfangen müssen, Leute für Technik zu begeistern. Der Grund, warum es mit dem Staubsauger gut funktioniert, war, weil eine Begeisterung da war ein Nutzen da war ein Sinn da war ein Zweck da und dann hat man gemacht. Die Technik ist einfach, man kann dafür begeistern, auch im Industrieumfeld, auch mit komplexen Applikationen. Die Firmen, die ich besuchen durfte, die erfolgreich automatisieren, die haben eins gemeinsam, die haben einen Unternehmen, der brennt dafür. Der nimmt das Ding mit nach Hause, der probiert zu Hause, der tut, der macht. Und der baut Know-how auf und die Dinger sind schon einfach, die werden beinahe täglich einfacher. Wir müssen für die Technik begeistern. Wir müssen raus, wir müssen hingehen und sagen, hey, es hat keinen Sinn, dass du jeden Tag den gleichen Mist machst. Hör auf damit, nutz die Zeit, setz dich mit Technik auseinander und dann geht's besser. Dann bist du effizienter, dann bist du schneller, dann bist du kostensparender. Da müssen wir hin. Und da ist noch so viel Potenzial. Und nur noch ein Satz auch von meiner Seite dazu. Ich gebe Alexander auch recht, er hat es gerade eben am Anfang gesagt, der Teufel steckt im Detail. Es kann natürlich unglaublich schwierig werden. Warum habe ich eben mit Ja geantwortet? Hätten wir uns vor 15 Jahren gefragt, kann ich irgendwann mit meinem Nokia-Handy eine Krankenversicherung buchen, abschließen, eine Reise buchen, mein Bankkonto, meine Aktien verwalten und so weiter, alles von der Couch aus, innerhalb von Minuten, hätten wir wahrscheinlich auch gesagt, nein, das geht nicht. Ja, oder das wird unglaublich schwer, aber es geht heutzutage. Also von daher, da wird noch viel kommen. Eine Frage, die ich noch hätte, und zwar, wir reden jetzt hier über die jungen Wilden, das sind Startups, sind kleine Firmen, machen alles neu, aber es gibt ja auch, sagen wir mal, die etablierten großen Hersteller und die arbeiten ja auch an der Thematik, die Robotik für alle leicht erschließbar zu machen. Ja? Und wie ist denn die Zusammenarbeit oder diese Konstellation der Startups und der klassischen etablierten Industrieroboter? Ist es so, dass man die jetzt angreift und dass es eine Disruption gibt? Oder braucht man sich auch ganz intensiv? Ja, also wie ist diese Schnittstelle? Wie arbeitet ihr mit den klassischen Industrieroboterherstellern zusammen? Gut, ihr habt jetzt einen eigenen Knickarm gebaut, aber es würde mich mal interessieren, Thomas, wie ihr das seht. Ja, also ich glaube, man braucht sich gegenseitig. Es gibt die klassische Automatisierung schon seit 20 Jahren. Die haben das Feld bereitet. Aber das ist auch gleichzeitig für die, ich sag mal, in Anführungsstrichen der Nachteil. Neben dem Vorteil, dass sie halt eine gute Marktdurchdringung und Bekanntheit haben. Die haben gewachsene Strukturen, die versuchen jetzt
Oberflächen aufzustülpen über das, was es schon gibt. Und das macht es halt schwierig. Und wir Startups haben die Chance, jetzt, ich sag mal, weil wir die Historie einfach nicht haben, von neu auf zu denken, neu zu entwickeln und damit uns da einen Wettbewerbsvorteil auch zu erarbeiten. Aber man existiert nebeneinander. Foodcore Robotics bedient, ich sag mal, die Automatisationspotenziale, die mit klassischer Automatisierung gar nicht erschließbar sind. Das heißt, neue Leute für die Robotik zu begeistern aus den dollsten Branchen, Bäckereien, Kältereien, was es da alles gibt. Ne? Und da tut sich halt dann ein großer eher schwer, da reinzukommen, weil er halt hunderte von Robotern an die großen Automobilisten zum Beispiel verkauft. Das ist auch nicht die Zielgruppe. Ne? Also 3 Firmen hier machen ja keine eigenen Roboter, 2 machen das. Dann wären noch Robominds und Wandelbots und Micropsy. Also wie sieht da die Schnittstelle zu den etablierten Herstellern aus? In Kürze antworten, ja. Magst du, soll ich? Ich anfangen? Ui, ja, ich habe wieder was gestartet. Ich finde, es ist ein Kulturthema. Nicht umsonst hat das Podium hier den Titel bekommen, die jungen Wilden. Es ist ein eigener Schlag von Menschen, es ist ein eigener Schlag von der Herangehensweise, eine eigene Art, Probleme zu lösen. Und da kann man sich jetzt auch schon die erwachsen werdenden Startups anschauen, die Roboter herstellen. Das tickt einfach alles noch ein Stückchen anders. Das ist jetzt nicht besser oder schlechter wie das, was vorher schon da war, es ist halt einfach anders. Was mich persönlich sehr freut, ist, dass die ganze Branche sich verändert durch diesen Impuls. Klassische Maschinenbauunternehmen, die jahrelang mit Krawatte auf Messe standen, stehen jetzt heute ohne Krawatte da. Das war früher ein Unding. Auch da verändert sich was. Und da tut sich eine ganze Menge. Da lachen jetzt die Kollegen, jawohl. Da tut sich jetzt eine ganze Menge und das ist gut und das ist nötig. Und da müssen alle mitziehen, um Themen verändern zu können. Wir brauchen, das Normungsthema muss sich verändern. Die Reglementierungen müssen sich verändern. Da gibt es noch so viele Punkte, wo wir ansetzen müssen. Ja, wenn wir das gemeinsam machen, sind wir einfach effizienter und dann ist völlig egal, ob der schon 20 Jahre am Markt ist oder erst 5 Jahre am Markt ist. Okay. Wir haben eine gemeinsame Mission und da müssen wir ran. Marco? Also ich habe da eine klare Haltung und ich vergleiche das immer, in der Robotik ist dasselbe eingetroffen wie in der Automobilindustrie. Man rühmt sich mit Spaltmaße, man rühmt sich mit Interieur, Qualität, Oberflächen. Hast du nicht gesehen? Ja, ich bin auch aus dem Schwabenland und ein Auto nah und ja, das stimmt, aber die Zukunft der Mobilität sieht anders aus. Und das haben einzelne Unternehmen, Vordenker, mutig bewiesen, gezeigt und sind einfach mal losgegangen, haben nicht nur geredet, drüber fachgesimpelt, sondern umgesetzt. Wir sprechen immer Execution, zeigen, Trial and Error. Und das ist eine Kultursache, die wir einfach brauchen, eine Fehlertoleranz zu haben, mehr Mut zu haben in den Knochen und einfach die Dinge nach vorne zu bringen. So, das ist der erste Punkt. Und in der Robotik ist das Gleiche passiert. Sie haben sich im Endeffekt auf ihre Genauigkeit, Präzision, wir sagen immer Repeatability, Maintenance, alle diese Dinge, die sind wichtig, um eine Produktivität und für den Endanwender eine funktionsfähige Applikation zu realisieren. Aber wir sprechen ja alle von einer Roboterisierung, einer Verzehnfachung in der Zukunft und das in kürzester Zeit. Das bedeutet, ganz viele neue Anwendungsfelder, Märkte, Use Cases werden mit Robotern ausgestattet und das ergibt eine neue Chance und für diese neuen Märkte, neue Applikationen benötigt es auch unbedingt neue Technologien. Und warum diese etablierten Hersteller es nicht schaffen, wieder zu dem Thema Softwareplattform, Softwareinfrastruktur. Man kann nicht das Haus von Stunde Null, also nochmal neu bauen jetzt, weil da ganz viel, das muss man sich so vorstellen, in der Softwareentwicklung, man hat einen Sockel, ich sage das immer Bodenplatte beim Haus und man baut ein Haus drauf und Etage, Etage, Etage drüber und das haben alle Roboterhersteller jahrelang erfolgreich getan und haben sogenannte Application Stacks, also Features, Funktionen oben drauf gesetzt. Wenn die aber jetzt die neueste Art und Variante, wie man 2021 Software bauen würde, einsetzen möchten, um alle diese Möglichkeiten der Technologie ausschöpfen zu können, müssten die das Haus abreißen, eine neue Bodenplatte setzen und alle 18, 20, 25 Etagen wieder draufsetzen. Und deswegen ist jetzt die Zeit gekommen, dass Unternehmen wie Wandelbots tatsächlich ein Gamechanger in der ganzen Robotikindustrie sein können und werden auch zukünftig. Dann noch abschließend für den Themenpunkt für Maximilian, ja, genau. Also noch ein Punkt dazu. Du sprichst ja auch die Trägheit einfach an von den größeren Unternehmen und das ist ja auch einfach Natur der Sache. Also die großen Unternehmen sind träger, sind träger als kleine, junge Unternehmen. Genau dafür sind wir da, um diese Disruption eben zu bringen. Und ich glaube, weil die Frage war ja ursprünglich, wie ist die Kooperation mit den traditionellen Robotikherstellern? Und
die brauchen wir ja genauso. Denn auch in den ersten Tagen, ich bin noch relativ neu in der Robotikindustrie, aber auch in den ersten Tagen von Micropsy Industries sind wir auf große Robotikunternehmen zugegangen, haben gefragt, warum verkauft ihr Roboter nicht? Ja, das ist erstmal die Frage. Natürlich haben die ihre großen Verträge mit den Automobilisten, aber in welchen Situationen konnte nicht verkauft werden? Und das herauszufinden und genau diesen Ansatz zu lösen, das ist die Aufgabe eben von uns und ich glaube, da ist es eine Symbiose. Ja. So, das haben wir gut abgehandelt, das Feld, glaube ich. Jetzt gehen wir zum nächsten. Und es war die Frage, inwieweit wir die Fähigkeiten der Roboter erweitern können. Dass Roboter zum Beispiel eine andere Fingerfertigkeit bekommen oder als Roboter ein Stück weit mitdenken, wie es der Mensch macht oder sich einfach selbstständig, selbsttätig anpassen, ohne dass sie wieder umprogrammiert werden müssen oder sowas. Ne? Also was machen die jungen Wilden, damit diese Grenzen gepusht werden? Also was macht IGUS zum Beispiel, Fähigkeiten der Robotik zu Ja, also verändern? wir selber verstehen uns als Hardwareunternehmen. Ja. Wir selber verstehen uns als Hardwareunternehmen in erster Linie, die aber auch natürlich, wenn sie komplett Roboterlösungen anbieten, die Software-Schnittstellen dafür bereitstellen müssen und das Ganze Open Source. Ja. Wir haben erste Ansätze seit 2 Jahren mit unserem Marktplatz für Low-Cost Robotics, rbtx.com, mit dem wir uns rein auf Low-Cost-Anwendungen beschränken, um dort neue Synergieeffekte zu finden. Und da kann ich hier jeden, der hier steht, mit einbeziehen, dass wir gemeinsam an neuen Lösungen arbeiten. Da ist unsere Stärke aktuell nicht KI in diverse Anwendungen mit reinzuwerfen und dazu haben wir Partner ins Boot, von den Etablierten genauso wie von den jungen Wilden, weil wir glauben, da sitzen wir alle in einem Boot und wenn wir eine Verzehnfachung oder noch viel mehr vornehmen wollen, wenn wir jeden Staubsaugerroboter als Roboter mit dazu zählen, sind wir jetzt schon bei einer Verhundertfachung. Dann müssen wir alle gemeinsam daran arbeiten. Ganz wichtig auch nachhaltig für den europäischen Standort und deshalb nochmal Kompliment hier an die Messe, dass wir uns hier alle so zusammenbringen und netzwerken können. Gehen wir doch mal gerade durch noch die anderen 4, also wo neue Fähigkeiten plötzlich verfügbar gemacht werden. Also wir ticken da ein Stück anders. Wir sagen, der Roboter ist einfach nur ein Arm für uns und wir wollen dem Arm ein Gehirn geben. So, und wenn ich das Ding schlau mache und dem Arm ein Gehirn geben, dann habe ich auf einmal unendliche Möglichkeiten. Dann kann ich auch kreativ werden. Wenn ich jetzt dem Gehirn noch Augen gebe, dass es was sieht, was versteht, ihm noch Gefühle gebe, dann kann ich so weit gehen, dass ich sagen kann, okay, es gibt ein Aufgabengebiet und das hat das Gehirn erlernt, ähnlich wie ich das mal erlernen musste, und der macht es dann einfach. Und wie cool ist das denn, wenn ich dann einen Roboter habe, ein Setup habe, die Hardware vor Ort, die brauche ich und sagen kann, okay, das schraube ich jetzt irgendwo hin, ich lade jetzt den passenden Skill auf mein Gehirn und mein Gehirn kann das jetzt. Und dann wird Robotik flexibel, dann werde ich schnell. Wenn es dann noch einfach zu bedienen ist, einfach zu umrüsten ist und der ganze Quatsch drumherum, der Applikationen momentan so schwer macht, die ganze Sicherheitsthematik, die ganze Absicherung, die ganze Anpassung, all die Themen, wenn die dann auch noch leicht werden, ja, dann habe ich gewonnen, weil ich dann an dem Punkt bin, wo in deinem Vortrag so schön gesagt wurde, der Roboter wirkt zum Werkzeug. Der Mitarbeiter nimmt sein Werkzeug mit, der hat seinen Lieblingshammer, der hat seinen Lieblingsroboter, sagt, okay, heute schrauben wir was, ich nehme den Roboter hin, ich hole einen Skill drauf, mein Roboter ist aufgeschlaut, schlau genug und kann dann ganz einfach diese Tätigkeiten übernehmen. Und das ist geil und genau deswegen glauben wir, dass jeder Roboter ein Hirn braucht. Okay. Also ich habe da auch eine klare Haltung. Roboterhersteller, wenn man sieht, woraus sind die entstanden, was waren die im Ursprung, waren Maschinenbauhersteller, die jetzt immer mehr versuchen, ein IT-Company zu werden. Und jetzt gilt es eigentlich in der Zusammenarbeit mit modernster IT und Software, dieses Expertenwissen, was ja über 100 Jahre entstanden ist und bei ganz vielen etablierten Roboterfirmen ja auch vorhanden ist, dieses über die modernste Software zum einen als offene Schnittstelle bereitstellen, dass der Zugang da ist, dann im zweiten in der Verbandsarbeit zu standardisieren, dass es auch offene Schnittstellen gibt, weil wir haben jetzt alle festgestellt, es gibt so viele individuelle, isolierte, tolle Lösungen und am Ende neue Fähigkeiten, um auf die Frage zu kommen, wie schaffe ich neue Fähigkeiten, brauche ich offene Schnittstellen für sämtliche Art von Sensorik, Interfaces etc., weil der Teufel wieder im Detail steckt und nur durch eine Standardisierung, durch ein Baukastenkonzept, durch eine Modularität und eine Offenheit in der Zusammenarbeit, also auch nochmal als letzten Satz, solche Veranstaltungen sind eigentlich ja, einfach gigantisch, weil sie die Leute aus dem Elfenbeinturm holen und in die Kommunikation bringen und dann nicht mehr dieser isolierte Gedanke,
jeder möchte mit seiner Company, mit seiner Lösung die ganze Weltmacht erlangen, sondern wir müssen uns mehr oder minder überlegen, wie schaffen wir clevere Collaborations, Zusammenarbeiten, Konsortien, die sinnvoll ergänzt werden können, um wirklich neue Fähigkeiten zu entwickeln und end-to-end dem End-User bereitstellen zu können. Das funktioniert nicht alleine und deswegen Wandelbots tut da ganz ehrlich und offen. Wir sind herstellerunabhängig, wir sind offen für alle Mitarbeiter, für alle externen, internen Firmen und wir wollen da keine Weltherrschaft alleine übernehmen. Das geht nur in der Zusammenarbeit und wir sind zu 100% abhängig von der kompletten Ökosystem-Robotik. So, Standardisierung, wichtiges Thema. Ja. Jetzt kann ich mal einen Werbeblock für ein VDMA auspacken. Wir machen ja bei Robotik und Automation Companion Specifications basierend auf OPC-UA, wo die Semantik definiert wird. Herstellerunabhängig, ortsunabhängig und so weiter. Für die Robotik, für die Bildverarbeitung, für Endeffektoren. Also kann man auf der VDMA-Org-Seite nachlesen. Also wir sind auch dran. Ich glaube, das ist eine Plattform, eine Basis, wo man neue Geschäftsmodelle dann drauf bauen kann. Aber machen wir weiter mit FruitCore? Ich hoffe, wir sind danach noch Freunde, aber das ist zu langsam und nicht schnell genug. Okay. Wir müssen schneller werden und wir müssen da besser werden und es funktioniert nur, wenn man es nicht nur auf Verbandsebene macht. Das ist wichtig, das braucht einen Rahmen. Ja. Das funktioniert nur, wenn Menschen miteinander reden und wenn man quasi unabhängig vom Unternehmen sich zusammenhockt und es tut. Ich finde es genial, also mit dem guten Kollegen da drüben, wir werden es dann zeitnah gemeinsam was starten, weil wir im ähnlichen Bereich unterwegs sind. Und es ist bescheuert, wenn wir parallel laufen, wenn wir gemeinsam laufen, sind wir viel schneller. Und da müssen wir hin und das geht, der Verband ist da toll, aber ich habe Angst, er ist nicht schnell genug. Ja, okay. Also unsere OPC, das war eine Rekordzeitaktion. Und da waren natürlich auch alle Firmen dabei. Und können wir gerne mal drüber reden. Also ich bin seit 20 Jahren im Verband und habe noch nie gesehen, dass die Mitglieder so wahnsinnig viel investiert haben. Die investieren immer viel, aber das war wirklich erstaunlich. Also die haben sich alle 2 Wochen getroffen. Sehr agil, ne? Und, aber gut, wir müssen es weitertreiben, das ist ganz klar. Ich glaube, die Standards werden eine sehr, sehr große Rolle spielen. Und dann müssen wir die Leute zusammenbringen und es gemeinsam gestalten. Ne? Ja. Ja, das ist bei FruitCore Robotics das Gleiche, was Alexander auch schon gesagt hat. Also wir konzentrieren uns auf das, was wir halt machen. Wir möchten ein, wie ich es initial auch schon gesagt habe, ja, einfach zu bedienendes Robotersystem bereitstellen für die Experten. Da aber offen sein, ROS zum Beispiel als Betriebssystem ansprechen und dann halt auch dafür sorgen, dass die Leute miteinander arbeiten, dass wir aber genauso inkrementell agil unterwegs sind, um da halt auch wirklich diesen Fortschritt über Try and Error zu bekommen, wie Marco das eben auch schon gesagt hat. Und ja, das kann man nur in offenen Arbeitskreisen, muss man auch entsprechend viele Eindrücke dann einsammeln von allen Parteien und die dann in die Produktweiterentwicklung einfließen lässt. Okay. Maximilian? Genau, jetzt sind schon so viele Themen aufgekommen. Ich finde es erstmal richtig gut, dass wir alle, wie wir stehen, ein ziemlich ähnliches Mindset haben und auch wirklich in dieselbe Kerbe schlagen. Das ist wirklich gut zu sehen. Ich glaube, was eine Hausaufgabe für uns alle wahrscheinlich ist, und das ist für die Zuhörer wahrscheinlich manchmal recht schwierig, dass wir auch nochmal ganz genau definieren, was ist wirklich der Mehrwert, den Wandelbots bietet, wo ist genau die Abtrennung zu Robominds, wo ist die Abtrennung zu Micropsy. Natürlich ist ein bisschen klarer jetzt bei Igos und FruitCore. Das ist aber auch nochmal eine Sache, die wir herausstellen müssen, weil natürlich gibt es überall kleine Überschneidungsmengen. Aber es geht ja jetzt um die Erweiterung von Fähigkeiten, wenn man jetzt mal Micropsy anguckt. Ne? Also ich habe gesehen, dass du hast Echtzeit genannt. Was heißt das? Kann ja vieles heißen. Was meinst du genau damit? Ja, danke. Auf die Echtzeit komme ich gleich nochmal zu sprechen. Erst nochmal, was ist die Erweiterung? Also auch da, ähnlich wie es gerade Marco gesagt hat, wir sind auch Roboterplattform unabhängig inzwischen und können eben bestehende Systeme erweitern oder eben neue Systeme, mit auf neue Systeme eingesetzt werden, so dass der Roboter, der sonst eben, wie auch gerade Christian das schon gesagt hat, einfach nur ein Arm ist, auf einmal intelligent wird und in Echtzeit auf Situationen reagieren kann. Was ist die Echtzeit? Warum ist das so wichtig? Es führt im Endeffekt zu Robustheit, also vom ganzen System. Das ist das, was wir immer wieder von Kunden hören, dass sie sehr glücklich sind, dass unsere Systeme einfach sehr, sehr robust sind und entweder alle Teile greifen oder eben auch genau wieder die Teile, die gegriffen wurden, genau ablegen können. Ja? Denken wir einfach mal an Vibrationen im Anlagenumfeld, denken wir an verschiedene Lichtbedingungen, die auftreten können und das ist eben ein ganz großer USP, wo wir sagen, okay, da kann Micropsy wirklich einen Mehrwert liefern. Aber ich meine, man hat ja meistens eine Programmierung und im Idealfall ist es ja einfach zu machen, zum Beispiel Tracepen oder so, und dann macht der Roboter, startet es mal. Und
wenn aber irgendwas in der Zeit passiert, wo der Roboterarm sich bewegt und es verändert sich was, zum Beispiel das Werkstück verrutscht um 10 Zentimeter nach links oder nach rechts, dann müsste man das ja nochmal neu programmieren. Und ich glaube, da ist, glaube ich, Micropsy auch mit einem ganz neuen Ansatz da. Ne? Genau, also zum einen ist das Training sehr, sehr schnell. Das ist ja keine Programmierung, die wir machen, sondern es ist wirklich ein Training, dass man dem Roboter einmal kurz die Umgebung zeigt. Das kann innerhalb von 5 Minuten oder eine Viertelstunde getan sein. Ja. Und aber was wirklich die Echtzeit ist, ist genau das. Das Teil kann sich leicht bewegen, die Teile können mal verrutschen. Es führt nach, es kann ein Hindernis im Weg sein. Ja, wir machen ja kein Scanning in dem Sinne. Das ist ganz wichtig, wir machen kein Scanning, keine Messung, sondern wir reagieren auf Bilder, auf Input in Echtzeit. Und das bedeutet auch, dass wir eben auch selbst beim Anfahren noch korrigieren können. Und das mit 20 Hertz, also 20 Mal die Sekunde, korrigiert der Roboter seine Bewegung aufgrund der Informationen durch die Kamera. Also der Robotergreifer jagt dem Werkstück nach, wenn es versucht zu entkommen. Schauen Sie auf unsere Webseite mal, oder ich zeige Ihnen das gerne live. Genau, das ist möglich. Okay, ich glaube, Christian wollte noch was sagen dazu? Ja, das ist genau das macht eben die neue Technologie aus, dass es flexibel wird. Nicht mehr, ich mache eine Aufgabe mit einem System, das ist optimiert, um genau das zu tun und das macht es dann, bis es auseinanderfällt, sondern ich kann flexibel reagieren. Ich kann es einfach verändern. Das Bauteil kann weglaufen, der Roboter erwischt trotzdem. Ich kann die Bauteile an sich verändern, es funktioniert trotzdem und ich kann das Gesamtsystem verändern, indem ich das blöde Ding einfach nehme, von hier der Aufgabe, da drüber nehme ich die Aufgabe, dann nehme ich den Stift von euch Jungs, pinsel die Applikation ab und es läuft, oder ich lade ein Skill hoch von Rohmeins und das Ding läuft danach auch. Oder ich trainiere was an und es läuft, und das geht ja. Es muss flexibel werden und schnell werden. Und wenn ich ein flexibles System habe und einfach umzurüsten bin, erschließt sich ein ganz neuer Markt für mich, weil ich halt dann nicht nur diese Themen habe, ich sage, okay, ab 100.000 Mal das Gleiche rechnet sich, sondern auf einmal rechnet sich Automatisierung ab Losgröße 1. Und das ist ja der Knaller. Also da müssen wir hinkommen. Die Dinge müssen schlauer werden. Okay, vielen Dank. Dann kommen wir zum neuen Themenfeld Low Cost. Das sind ja jetzt 2 Firmen hier auf der Bühne, die da sehr viel machen. Man kann es noch erweitert definieren, da kommen wir gleich dazu. Da gehen wir mal an die Hardware, dass die Hardware einfach auch mal Low Cost ist. Der Roboterarm an sich sehr viel günstiger ist als normalerweise. Ich glaube, da hat der Horst neue Maßstäbe gesetzt und in IGUS natürlich auch. Also ich glaube, der Mechanismus oder die Idee ist klar, der Roboter wird günstiger. Dadurch wird er auch vielleicht für einen Schreinerbetrieb möglich, dass man den kauft, und dann erschließt sich die Robotik dadurch neue Märkte, dass man einfach in Märkte reinkommt, wo eben die Investitionssummen nicht 100.000 sind, sondern vielleicht nur 10.000 Euro oder sowas. Ja? Und welche Anwendungsfelder erschließt sich die Robotik durch so eine günstige Hardware? Also wo sieht man da die Hauptanwendungsfelder? Fangen wir mit IGUS an und gehen dann zu FruitCore. Also die Hauptanwendungsfelder, die wir vor 4 Jahren, haben wir da noch ein bisschen drüber geschmunzelt und gedacht, mal schauen, wann sich das durchsetzen wird. Das hat sich aber ziemlich rapide durchgesetzt. Das sind Anwendungsfelder, wo wir jetzt schon Hunderte von Roboter reinsenden, noch nicht die Tausenden pro Applikation, aber die Hunderte. Die Agrarrobotics, die sind sehr, sehr weit vorne. Also wir haben jetzt schon Hunderte an kleinen Robotern auf unseren Feldern, die statt Pestizide zu nutzen, das Unkraut einfach wegbrennen oder diverse Wachstumsverbesserungen vornehmen. Das Ganze ist auch Star Wars auf dem Acker oder was? Quasi, ja. Das Ganze gibt es dann auch in Urban Farming, ja, gerade aus den USA. Durch die vorherrschenden Gesetze dort sehr vorangetrieben, hatten die einen ganz großen Technologievorsprung in Kanada und den USA. Da sehen wir gerade, was große Hallen mit Pflanzenzüchtungen angeht, Riesenvorteil, da sind die viel weiter als wir hier in Europa. Wir sind auf dem Feld allerdings sehr, sehr weit, weil wir auch viele Felder haben. Da sind wir natürlich nachher auch wieder bei vielen anderen Thematiken für die Vision, für die KI, weil so ein Apfel muss von so einem Baum weggenommen werden und so weiter. Ein zweites Feld, was ich gerne noch mit einbringen wollen würde, wo wir großes Potenzial sehen und wo auch schon hunderte Roboter aktuell eingesetzt und umgesetzt haben, ist eine Event-Automatisierung. Keiner will heute... Event-Automatisierung? Ja, wir nennen das Event-Automatisierung, ja, oder... Also ganz runtergebrochen, das FC-Stadion in Köln, wenn da das Bierglas ausgegeben werden darf, wünscht man sich das natürlich aktuell gerade mit Covid in Betracht, nicht durch eine Person, gern für das Kassieren, gern für das Zwischenmenschliche, aber das Glas selber gefüllt und rausgegeben kann super mit einem Roboter gemacht werden. Oder generell Verkaufsautomaten, also über dort, wo ich ein
Verkaufsautomat mit einem Roboter benetzen will, da setze ich mir keinen Roboter für 37.000 € rein. Die Praline kann nachher keiner mehr bezahlen oder will keiner mehr bezahlen. Aber ein Roboter um die 1.000 € ist durchaus erschwinglich. Also können wir das Dresden Robotics Festival 2022 noch ein bisschen weiter automatisieren. Ja, ich war persönlich ein bisschen enttäuscht, als ich mir selber das Essen die Tage einschaufeln musste auf meinen Teller und habe gedacht, das wäre doch eine super Lösung auch für den Veranstalter, hier direkt das umzusetzen, wofür wir ja auch alle sind und hierfür stehen. Aber es gibt diese Snack- oder Süßigkeiten-Roboter, der rumfährt. Also da muss ich meine Lanze brechen für die Organisatoren. Ja, aber da muss ich auch noch mit interagieren. Ne? Ja, bei Foodcore sind es eigentlich zwei Elemente. Einerseits die neuen Branchen, ich habe eben schon gesagt, Bäckereien zum Beispiel, aber auf der anderen Seite sollten wir auch nicht die Potenziale in der Industrie vergessen, die bis jetzt einfach sich nicht erschließen lassen, weil die zum Beispiel nur im Einschichtbetrieb produzieren oder vielleicht mal eine Anlage nur 3 Tage die Woche läuft. Und dann wird es halt auch für die kleinen und mittelständischen Unternehmen, ich sag mal ab 3, 4 Leute, schon interessant zu automatisieren. Die müssen auch wettbewerbsfähig bleiben und sich weiterentwickeln und das tun die halt, indem die jetzt dieses Potenzial für sich begreifen und dann erschließen für die Zukunft. Und dann halt, unser Slogan ist, ein Horst kommt selten allein. Wenn der erste halt erstmal implementiert ist, dann kommt der Appetit beim Essen und man hat die nächsten 5 bis 10 dann auch in der Produktion stehen. Ne? Und kann damit halt auch besser auf Lastspitzen reagieren, aber man hat erstmal klein angefangen. Gibt ja so eine Daumenregel, und das wäre jetzt die zweite Ebene von Low Cost, dass die Integration typischerweise auch 3-mal so viel kostet wie die Hardware. Ja? Und wenn das wäre natürlich auch ein großer Ansatzhebel, ja? Also man sagt, wir sparen nicht nur bei der Hardware, sondern wenn die Integration so einfach wird, dass sie selber machen kann oder ganz schnell, dann haben wir jede Menge Geld gespart und das ist natürlich auch eine Stellschraube. Also, und auch hier nochmal die Frage, also ist dieser Low-Cost-Ansatz ein Angriff auf die etablierten Roboterhersteller oder ist es irgendwas, wo man sagt, das ist absolut komplementär und ergänzt sich einfach gut? Also würde ich gerne zumindest unseren Teil dazu sagen. Also bei uns sieht es so aus, wir beliefern auch die etablierten Hersteller. Alle unsere Produkte entwickeln sich meistens so, dass wir eine Vorstellung haben, wie wir Dinge vielleicht erschwinglicher gestalten können aus Kunststoff oder mit Kunststoff, immer in Bewegung. Und meistens laufen wir dann auch immer erst zu all den Herstellern, die dann auch Roboter herstellen und stellen das dort vor. Also vor Jahren war ich selbst bei Universal Robot und habe unsere Wellgetriebe vorgestellt, vielleicht in der letzten Achse als schmierfreiere Variante im Lebensmittelbetrieb oder unter Wasser. Aber da war kein Interesse da und das ist auch kein Problem. Ja. Ja? Ich glaube, die Märkte sind so groß und so unterschiedlich, dass wir gar nicht ins gleiche Leistungsspektrum zugreifen und damit ist das auch absolut gar kein Problem. Gibt genug zu tun. Okay. Da auch noch der Kommentar vielleicht zum Low Cost, obwohl wir eigentlich eine zusätzliche Komponente da verkaufen. Natürlich, wenn man das Budget mal betrachtet, was man für eine Automatisierung hat und die Komplexität der Anwendung auf den 2 Achsen, und wenn man sich dann denkt, man hat unlimitiert Budget, dann kann man natürlich fast alles automatisieren, irgendwie mit dem klassischen Sondermaschinenbau. Ja? Aber genau das passiert ja häufig nicht. Dann wird halt nicht automatisiert, sondern dann bleibt es ein Handarbeitsplatz, ja? Weil es einfach nicht wirtschaftlich ist. Und genau da setzen wir an und dementsprechend ist es nicht ein Angriff auf die Etablierten, sondern es ist eine Erweiterung des Markts, es ist eine Erweiterung des Total Addressable Market. Und die Automatisierung findet ja statt, weil wir eben eine Komponente liefern, die den Vorrichtungsbau zum Beispiel nicht mehr so komplex macht oder fast obsolet macht in dem Moment. Und dadurch wird es insgesamt wieder günstiger. Ich mag das auch nicht, dass wir chronisch schreinerarm reden. Immer sagt man, dann kommt der günstige Roboter ums Eck und jetzt endlich können Schreiner auch was tun. Das ist ja Quatsch. Wir müssen anfangen, einfach neue Felder aufzumachen. Und wenn die Applikation dann einen Wert hat und diesen Wert erfüllt, dann ist auch ein Schreiner in der Lage, das zu bezahlen, unabhängig davon, ob es jetzt 5.000 € sind oder 100.000 € sind. Das Ding muss sich halt rechnen. Aber da pauschal das Handwerk arm zu reden, das finde ich Quatsch. Ja. Deswegen finde ich es gut, dass wir Roboter haben, die einen günstigen Hardwarepreis haben. Die haben auch ihre Daseinsberechtigung und umso besser finde ich es, dass sie sich in neue Märkte erschließen und einen neuen Weg gehen. Wäre auch wiederum Quatsch, wenn man das dann in das Etablierte mit reindrücken wollen würde. Wozu? Der Markt ist so groß, da gehen wir eigene Wege. Jetzt machen wir noch eine Abschlussrunde. Ein Themenfeld will ich noch reinbringen, müssen wir uns kurz fassen. Und zwar die Zukunft der Arbeit. Und zwar hat die europäische Robotikindustrie Anfang des Jahres ihre Charta der guten Arbeit veröffentlicht. So ein Bild, Perspektive
wie wir Arbeit gestalten können. Da schreibt sie, Robotics provides countless opportunities for improving work, but we need to actively shape it and must put the human in the center. Also der Mensch, man muss die Arbeitsplätze aktiv gestalten, ja? Und man muss den Mensch in den Mittelpunkt stellen, das vom Menschen aus denken. Was macht ihr, um den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen? Was trägt euer Ansatz dazu bei, die Zukunft der Arbeit besser zu machen? Ein ganz kurzes Statement, gehen wir einfach mal durch, jeder 1 Minute. Also ich habe meistens dabei mal einen Film im Kopf, Mary Poppins von Disney, Neuverfilmung, jeder mal anschauen, die ersten 2 Minuten. Da werden ca. 1000 Berufe gezeigt in diesen ersten paar Minuten, die es gar nicht mehr gibt. Da werden die Öllampen mit Walöl gefüllt, angezündet. Da sieht man noch Dampfmaschinen und noch keine Elektrizität. Die werden ja aus der heutigen Sorge der Dinge alle arbeitslos. Ja? Was ist passiert? Nein, wir haben immer noch zu wenig Arbeiter. Wir haben zu wenig Fachkräfte. Die ganze Welt ist produktiver geworden. Unser Konsum ist viel, viel größer geworden. Wir haben ein Energieproblem, was ich jetzt einfach mal ausklammer hier aus diesem Thema, sonst wird es zu lang. Und da müssen wir angreifen und da haben wir automatisch einen Benefit für jeden Mitarbeiter. Nicht nur monotone Aufgaben, nicht nur gefährliche Aufgaben, einfach Aufgaben, die auch alltäglich sind. Okay. Ich möchte mich jetzt schon entschuldigen, 1 Minute wird es nicht, weil es ist ein Thema, da brenne ich dafür. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit Automatisierung dort ansetzen müssen, wo wir Tätigkeiten haben, die einfach wehtun. Ich persönlich kriege immer den Rappel, wenn man beim Kunden ist und einer Firma ist und man sieht eine Tätigkeit, wo ich mir denke, um nichts in der Welt würde ich die tun wollen und ich würde es noch nicht länger durchhalten wie einen Tag, einen Monat oder 2. Und wenn man dann mit den Leuten spricht an Applikationen und sagt, was machst denn du da und wieso machst du das? Ja, 8 Stunden genau das Gleiche. Das muss aufhören. Ja. Wir haben Lösungen, wir können automatisieren, wir machen die Dinge jetzt besser, wir machen sie einfacher, wir machen sie schlauer. Das muss aufhören. Und ich möchte nicht, dass die Typen dann alle keinen Job mehr haben, sondern ich möchte, dass die einen Job machen, der besser ist, der zu ihnen passt. Ich möchte, dass die Typen, die jetzt da stehen und den ganzen Tag den gleichen Mist machen, sich da aber die Gelenke kaputt machen, in einer gefährlichen Umgebung stehen, dass die das System beherrschen. Da muss der Anspruch aber sein, dass man das System so einfach macht, dass die das können. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wir müssen die Leute dafür begeistern. Jeder ist in der Lage, ein iPhone zu bedienen, auch wenn er noch so eine schlimme Tätigkeit macht, das schafft er. Also muss unser Anspruch sein, die Technologie so leicht zu machen, so klug zu machen, dass der das hinkriegt. Und dann muss es aufhören, dass wir Menschen dadurch kaputt machen. Also ich meine, es wurde postuliert als leaving no one behind, ist aber negativ formuliert. Also ich denke ja eigentlich, wenn ich sage, jemand, der nie sich zugetraut hätte, einen Roboter zu programmieren, wenn ich diesen Menschen das ermögliche, dann gibt es eine Entwicklung. Dann wird niemand ersetzt, sondern es ist einfach sagen wir mal, eine Weiterentwicklung der Möglichkeiten. Ich glaube, das ist das, was wir umsetzen müssen. Aber wir haben keine Zeit mehr. Ich glaube, wir müssen weitergehen. Ja, gerne. Ganz kurzes Abschlussstatement noch zu dem Thema. Also wir machen da sehr, sehr viel, um den Stress, den körperlichen Stress von Menschen wegzunehmen und jetzt eine Möglichkeit zu geben, dass man diese automatisiert. Ein Beispiel, neue Anwendungsfälle. Wir haben dank unserer Einfachheit, Software und mit diesem Programmierstift es mittlerweile erreicht, dass ein Bäcker in Görlitz aus einer Teigmaschine morgens nicht mehr oder nachts um 3 Uhr manuell per Hand Backteiglinge aufs Blech legt, sondern durch den Programmierstift das einlernt und durch die Intelligenz der Software das heute automatisiert wird. Es war vor kurzem undenkbar, solche Applikationen zu realisieren. Und wir als Wandelbots haben da wirklich sehr viele gute Erfahrungen gemacht. Wir haben uns insbesondere jetzt auch auf diese Schweißindustrie konzentriert, wo wir heute schon wissen, der demografische Wandel, der schlägt volle Kanne zu. 400.000 Schweißarbeiter, Handschweißer werden bis 2030 alleine in Europa in Rente gehen. Das Durchschnittsalter ist 54 Jahre von einem Handschweißer. Sprechen Sie mit den Mittelständlern, mit den Metallbaubetrieben und fragen Sie mal, wie Sie in 5 Jahren oder in 10 Jahren Ihre Produktivität überhaupt noch gewährleisten möchten. Da gibt es gar keine Frage mehr, außer diese Prozesse zu automatisieren. Und wer selber schon mal handgeschweißt hat, weiß, wie schwierig, anspruchsvoll und wie gefährlich das am Ende auch ist für die Menschen. Und da macht es doch absolut Sinn, Roboter einzusetzen. Vielen Dank. Also ich bin auch der festen Überzeugung, dass man den Menschen mitnehmen muss und gleichzeitig seinen Arbeitsplatz aufwerten muss. Aufwerten, hat keiner Lust, den ganzen Tag 20 Kilogramm schwere Pakete zu palettieren. Das kann eine Maschine viel besser. Und auf der anderen Seite kann der in der Zeit was machen, was ihn persönlich mehr erfüllt.
und wo er halt selber dann auch wachsen kann, sich weiterentwickeln kann. Und da ist, ich glaube, die gesamte Robotics-Industrie ein Enabler für. Und da müssen wir dann ansetzen, dass wir da auch mehr Leute aus diesen monotonen Arbeiten rauskriegen und rein zu kreativen, selbstbestimmten Arbeiten. Ich probiere mich kurz zu fassen, ich sehe es. Auch die Good Work Charter sagt es im Eingangsstatement ja schon, diese gleichen Bedenken gab es vor 20 Jahren schon mal. Dass auch gedacht haben, ja, dann entsteht Massenarbeitslosigkeit, wenn automatisiert wird. Nein, es hat nicht stattgefunden. Die Wertschöpfung wurde erhöht und neue Arbeitsplätze wurden dadurch geschaffen. Und genau das Gleiche, noch ein Beispiel auch von unserer Seite. Jemand, der bei ZF in Friedrichshafen steht und den ganzen Tag, auch wenn es nur kleine Getrieberohlinge aus einer Kiste hebt, die vielleicht 500 Gramm wiegen, der trägt mehrere Tonnen am Tag daraus und hat mehr Schulterprobleme als der durchschnittliche Mitarbeiter. Und genau darum geht es, das zu verbessern. Und durch die besseren Arbeiten, die dann ausgeführt werden, mehr Wertschöpfung zu erreichen und wieder neue Arbeitsplätze zu kreieren. Und bessere. Vielen Dank. Wir kommen zum Ende unserer Podiumsdiskussion. Mein Fazit mit diesen jungen Wilden und dem geballten Innovationspotenzial, was wir hier sehen, ne, da kann ich nur mit Zuversicht in die Zukunft der Robotik schauen. Vielen Dank an alle. Herzlichen Dank ans Panel. Vielleicht noch einen kleinen Applaus. Weiter so. Danke.